Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Wie ihr seht, sitze ich diesmal wieder bei uns oben im Wohnzimmer, sprich ich werde euch keinen Tabak vorstellen, sondern eine Pfeife. Vorstellen möchte ich euch diesmal, passend zum T-Shirt, dieses Pfeifchen hier. Wie ihr sehen konntet, handelt es sich hierbei um ein wunderschönes Shape aus dem Hause Peterson in Dublin. Hier ist die Pfeife nochmal. Es handelt sich um eine Peterson Donegal Rocky Nummer 107 in der Sonderausführung Sterling Silver. Wie man schön erkennen kann, ein herrliches Billardmodell mit einer tollen, mir wirklich gut gefallenen Rustizierung, wie sie bei der Donegal Rocky ja typisch ist. Hier haben wir das schöne Silberband. Das Mundstück ist, was mir besonders gut gefällt, aus Acryl gefertigt und es hat, wie man hier schön erkennen kann, einen klassischen Fishtail und kein P-Lip. Diese Lippenbiss-Mundstücke sind zwar auch typisch Peterson, genauso wie auch typisch für einige Frauenmodelle, doch ich persönlich bevorzuge hier den normalen Fishtail mit einem schön ausgefächerten Mundstück hinten dran. Wie man sehen kann, wundervoll gearbeitet. Der Biss ist ausreichend flach. Da ich kein Beißer bin, spielt es für mich aber auch keine gesteigerte Rolle. Das hier ist eine Pfeife, die bei mir für alle möglichen Füllungen genommen wird. Dieser ist jetzt nicht für einen speziellen Tabak abgestellt, sondern ich rauche aus ihr fruchtige Aromaten, genauso wie auch sahnige. Ich mache jetzt bei der hier keinen allzu großen Unterschied. Wie ihr sehen könnt, die Rustizierung ist wirklich ausgezeichnet gearbeitet. Rundherum eine wunderschöne Arbeit. Sie setzt sich auch hier oben am Pfeifenkopf fort, am Rand. Man braucht also, wenn man den Tabak hier drin befeuert, keine Befürchtung zu haben, dass sich der Rand groß verfärben könnte. Das würde ohnehin nicht weiter auffallen. Die Pfeife hier raucht sich sehr, sehr gut. Ist ein ziemlicher Klopper. Wenn ihr mal guckt, Mittelfinger, 1,5 Glieder passen rein, haben in alle Richtungen noch Platz. Das ist also wirklich ein gut mittleres Füllvolumen. Noch nicht groß, aber zumindest doch gut mittel. Rauchvergnügen bei einer durchschnittlichen Mixture liegt hierbei bei mindestens einer Stunde. Meistens sind es so um die 70 Minuten herum. Also nicht unbedingt eine Pfeife für den kleinen Tabakgenuss zwischendurch. Ich hoffe, ich konnte euch die Pfeife ein wenig näher bringen. Ich bin wie gewohnt natürlich auf euer Feedback gespannt. Wer von euch hat diese Pfeife vielleicht selbst? Wer hat vielleicht ein ähnliches Modell? Wie gesagt, Pfeife, mir gefällt sie ausgesprochen gut. Und ihr habt ja an den Bildern sehen können, wie schön sie gearbeitet ist. Das Rauchvergnügen hier raus ist einfach toll. Ich liebe es einfach, die Pfeife so in der Hand zu halten. Deswegen Rustizierungen, Sandstrahlungen, die sind so wirklich mein Ding. Ich habe zwar auch einige Pfeifen mit glatten Oberflächen, aber doch gerade diese etwas derberen hier. Das ist so wirklich das, was mir gefällt und was ja auch Ralf schon des Öfteren mal als eine Kröte bezeichnet hat. Eben rustiziert, vielleicht sogar derb rustiziert, nicht dieses typisch glatte Schickimicki-Zeug, sondern einfach eine Pfeife, die haptisch einwandfrei ist, die gut in der Hand liegt und die sich verdammt gut rauchen lässt. Und das ist es letzten Endes, worauf es ankommt. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch in gewohnter Weise weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gewogen, wir sehen uns hier auf meinem Kanal definitiv wieder. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.